Wir haben damit knapp über 1% gemacht. Ja, ein ganz herzliches Willkommen jetzt hier zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch so ein bisschen auf meiner Trading-Routine mit hier auf Bali. Und ich zeige euch so ein bisschen, wie ist mein Ablauf vor der London Trading Session und nehme euch dazu heute noch im Live-Trading von unserer Community mit und versuche mit euch einen Live-Trade mitzunehmen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt mit diesem Video. Also die erste Sache, die ich hier immer mache, ist, mich draußen hinzulegen. Hoffentlich kommt die Sonne gleich wieder raus, aber hier so ein bisschen Sonne zu tanken. Und währenddessen benutze ich tatsächlich Headway. Das ist so eine App, die so Bücherzusammenfassungen in 15 Minuten gibt. Das heißt, ich ziehe mir da pro Tag eine Bücherzusammenfassung rein und mache mir dazu hier auf meinem Notebook so ein paar Notizen, also was ich aus dem Buch so ein bisschen mitnehmen möchte. Und das ist so meine Routine jeden Tag. Ein bisschen Sonne tanken und ein bisschen Informationen sammeln, bevor ich dann in ein Café fahre nachher und mich auf meine Session vorbereite. Deswegen, das werde ich jetzt erstmal machen für die nächste Viertelstunde und dann machen wir uns ready, um in ein Café zu fahren. Wir haben es jetzt 14 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Weg in mein Coworking-Café, um mich da auf die Trading-Session vorzubereiten. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt erstmal mit dem Roller hin. Dann kann ich euch auch so ein bisschen erzählen, was ich gerade eben gehört habe und was ich mir so für Notizen dazu gemacht habe. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ins Café. So, angekommen jetzt hier im Café. Suche ich mir jetzt erstmal einen Platz zum Arbeiten. Ich hoffe, es ist nicht zu voll, aber es sieht schon wieder sehr voll aus. By the way, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das ist das Café. Aber schauen wir mal, ob wir einen Platz finden. Also wir haben es jetzt 14:30 Uhr und ich mache jetzt meine Analyse jetzt erstmal. Ich zeige euch das gleich mal auf meinem Screen. Aber nochmal zurück zu Headway. Habe ich mir heute das Buch angehört. Das heißt, keine Ausreden, die Kraft der Selbstdisziplin. Was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Also es gab so ein paar Kernpunkte, ein, zwei, die ich auf jeden Fall auch schon verinnerlicht habe. Aber so die Hauptkernpunkte war erstmal: Was sind deine Vorbilder und was kannst du von deinen Vorbildern mitnehmen? Das heißt, wenn du siehst, okay, dieser Typ oder diese Frau ist erfolgreich im Leben, was macht die? Was hat die für ein Leben? Und was kann ich von ihrem Leben in meins sozusagen mit aufnehmen? Das war so die erste These. Dann als zweiten wichtigen Punkt habe ich mir aufgeschrieben: Entscheidungen mit Hinblick auf deine Ziele. Das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, ob ich jetzt heute rausgehe und Alkohol trinke, anstatt heute Abend an meinen Zielen zu arbeiten, oder ob es ist, gehe ich jetzt zu diesem Bewerbungsgespräch hin oder nicht. Halt solche wichtigen Entscheidungen immer mit dem großen Blick auf dein größeres Ziel zu treffen. Als dritten Punkt habe ich mir dann noch aufgeschrieben: Die Kontrolle über das eigene Leben bekommen, oder die Kontrolle über das eigene Leben haben, eher gesagt. Heißt einfach, den Fokus auf gute Gesundheit zu setzen, gleichzeitig auch gute Beziehungen zu führen. Das heißt auch freundestechnisch, wenn du toxische Freunde hast, die dich sozusagen von deinen Zielen auch abhalten, dann musst du dir wirklich überlegen, die aus deinem Leben sozusagen zu trennen und dich mit guten Leuten zu umgeben. Deswegen bin ich ja auch gerade hier auf Bali, weil hier wirklich alle Leute an ihren Zielen arbeiten und man sich gegenseitig unterstützen kann. Dann dazu gehört natürlich auch die positive Beziehung zu Geld. Das heißt, nicht immer nur Geld als Fokuspunkt haben, sondern das Geld wird kommen, wenn du dich sozusagen auf deine Ziele konzentrierst und nicht deinen Fokus auf das Geld komplett legst. Und als vierten Kernpunkt ist deine eigene Gesundheit. Also den Fokus wirklich auf deine eigene Gesundheit zu haben, und durch deine eigene Gesundheit kommt natürlich auch ein längeres, besseres Leben. Aber eine gute Gesundheit kommt natürlich auch nur mit guter Selbstdisziplin. Das heißt, genug zu schlafen, sich relativ gesund zu ernähren, Sport zu machen. Und in dieser Buchzusammenfassung haben die tatsächlich auch genannt, einfach nicht dick zu sein. Was natürlich auch gleichzeitig für eine gute Gesundheit spricht, dass du dich um deinen eigenen Körper kümmerst und dich selber priorisierst. Das erstmal zu meiner Buchzusammenfassung von heute Morgen. Ich zeige euch jetzt hier mal, wie ich den Markt so ein bisschen analysiere. Also so sieht mein Chart aus. Das erste, was ich mache, ist den übergeordneten Timeframe. Das heißt, ich bin hier gerade im 4-Stunden-Chart und übergeordnet im 4-Stunden-Chart befinden wir uns immer noch short. Das können wir hier
auch mal kurz einzeichnen. Das heißt, komplett übergeordnet sind wir eigentlich noch Short gerichtet. Aber jetzt für die London-Session sehen wir, wir haben hier ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch. Aber jetzt bilden wir wiederum ein höheres Tief, was dafür spricht, dass wir eine Trendumkehr haben in den Higher Timeframes. Und wenn wir jetzt hier mal runtergehen auf den 15 Minuten, dann sehen wir hier, seit heute Morgen haben wir uns in einer Consolidation befunden, in dieser Phase hier, und hatten um ca. 5:30 Uhr den Ausbruch und befinden uns seitdem long. Wir testen jetzt hier gerade das psychologische Level an. Dieses Level hier, das heißt psychologisches Level, da wir uns an einer psychologischen Zahl befinden, also 194.000. Und wir müssen jetzt zur London Open, die in 20 Minuten ist, schauen, wie wir auf diese Zone reagieren. Wenn wir den Bruch der Zone bekommen, dann sehe ich es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir weiter long verlaufen bis zur nächsten Zone. Falls wir jetzt hier eine starke Rejection bekommen, könnten wir auch noch weiter einen Pullback bekommen, aber insgesamt bin ich heute long gerichtet, da wir Higher Timeframe die Trendumkehr hatten. Also das jetzt erstmal zur groben Analyse. Ich werde die Analyse jetzt auch nochmal in meinen Analysen-Channel teilen und dann werden wir mit unserer großen Community gemeinsam Live-Trading machen. Das startet auch schon in 5 Minuten und dann schauen wir mal, ob wir einen Trade-Entry bekommen und ich werde euch auf jeden Fall nochmal updaten. Also es ist jetzt 15:46 Uhr. Wir sind jetzt gerade durch mit dem Live-Trading und ich wollte euch jetzt einmal zeigen, was wir für einen Trade genommen haben, denn wir haben damit knapp über 1% gemacht. Ich kann euch das sonst auch nochmal einblenden, wenn man es jetzt nicht gesehen hat, aber ich wollte mit euch einmal jetzt den Trade durchgehen, warum wir den genommen haben und was das denn für ein Trade war. Also zuerst einmal hatten wir ja die Analyse gemacht. Wir sind immer noch klar in einem Uptrend und für uns war klar, okay, wir werden auf jeden Fall uns weiter bullish bewegen. Was aber cool war, wir hatten hier 9 Uhr von der 1-Stunden-Kerze den Close über dem psychologischen Level, was schon mal ein sehr gutes Anzeichen ist, dass wir den Trend continuen. Die 30 Minuten hat auch darüber geschlossen und dann gehen wir in die kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, hier haben wir erstmal eine kleine Consolidation gesehen zum 1-Stunden-Close und wenn wir jetzt in den 1-Minuten-Chart gehen, ist es noch mal ein bisschen klarer zu erkennen. Also da hatten wir halt diese komplette Range hier. Und was wir sehen wollten, war ein klarer Impuls, dass wir uns weiter long bewegen. Den haben wir dann im 5-Minuten-Chart bekommen mit dieser hier blau markierten bullischen Engulfing-Kerze. Dann haben wir uns direkt danach hier den Einstieg gesichert. Das heißt, ich habe hier meine Limit hingelegt, wurde mit dieser Kerze hier abgeholt, wenn man das erkennen kann. Und ja, sind eigentlich ohne wirklichen Drawdown bis zum TP gekommen. Und wie auch analysiert, wird sich der Markt wahrscheinlich sogar bis zu dem psychologischen Level weiter fortsetzen. Und damit haben wir jetzt die Session wieder im Profit abgeschlossen mit der Community zusammen. Ich blende euch hier auch nochmal ein kleines Video ein. Also die komplette Community hat davon profitiert und sind alle in den Take Profit gelaufen. Für mich heißt es jetzt auch Feierabend machen und ein bisschen an anderen Projekten weiterarbeiten. Deswegen, wenn euch dieses Video gefallen hat und dieser kleine Einblick in meine Trading-Routine, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst ein bisschen Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall zu einem weiteren Vlog, der wahrscheinlich auch sehr, sehr cool werden wird.